Ende des vergangenen Jahrhunderts fand jemand einen Weg, die Ewigkeit wissenschaftlich greifbar zu machen. Der Physiker Burkhard Heim entwickelte eine Theorie, die es erlaubt, die Welt ganzheitlich mit all ihren materiellen und immateriellen Vorgängen zu beschreiben. In einem 12-dimensionalen Weltbild gelingt es ihm, nicht nur philosophisch, sondern mathematisch berechenbar die zwei Aspekte des Lebens zu vereinen, die seit Jahrhunderten dogmatisch getrennt sind: Materie und Geist. Dieses Modell ist eigentlich mehr ausgerichtet für Leute, die schon aus der Wissenschaft kommen und da eigentlich auch die Vorgehensweise schätzen, dass man keine Spekulationen dazu nimmt und anbindet einfach, sondern dass man eigentlich bloß das glaubt, was man messen kann und bestätigen kann, so, damit man Gewissheit hat über das, was man weiß. Aber wie kann man sich eine 12-dimensionale Welt vorstellen? Angenommen, das Leben, wie wir es kennen, spielt sich in einem Computer ab. Wir alle sind Figuren in einer virtuellen, dreidimensionalen Realität, zum Beispiel einem Computerspiel. Alles, was uns umgibt, Farben, Formen, Objekte, ist dreidimensional. In einem Zeitstrahl sind alle Abläufe und Veränderungen programmiert. Solange wir das Spiel nicht unterbrechen, vergeht die Zeit linear und so, wie wir es aus der Wirklichkeit kennen. Diese virtuelle, mit der Zeit vierdimensionale Umgebung nannte Einstein das Raum-Zeit-Kontinuum. Es ist die Welt, die wir bewusst erfahren. Burkhard Heim fasst diese Dimensionen in einem Raum R4 zusammen. Zur Erinnerung: Wir reden noch immer von einem Computer. Damit hier überhaupt irgendetwas abläuft, braucht man zunächst mal ein Betriebssystem, die Basis, um irgendein Programm zu starten. Das Betriebssystem wäre bei Heim der sogenannte Strukturraum. X5 und X6 nennt er die beiden Dimensionen, die den Strukturraum bilden. Schon hier spielen Raum und Zeit keine Rolle mehr. Nun wird jeder zustimmen, dass ein Computer nur mit einem Betriebssystem zu nichts zu gebrauchen ist. Wir wären noch immer nicht in der Lage, unser Spiel zu spielen, unser virtuelles Leben zu leben. Dafür braucht der Computer zusätzliche Daten, das ausführbare Programm selbst und unzählige Dateien, in denen das Erscheinungsbild und die Gesetzmäßigkeiten unserer virtuellen Welt vorprogrammiert und festgelegt sind. All diese Informationen sind in Verzeichnissen des Betriebssystems jederzeit verfügbar und bilden in Heims Modell den Informationsraum, bestehend aus den Dimensionen x7 und x8. Schließlich muss der Computer selbst ja auch irgendwo sein. Er umspannt wiederum die Dimensionen x9 bis x12. Dieser Raum ist in unserem Modell der G4. Es ist der Raum des Schöpfers, des allumfassenden, höheren Bewusstseins.